Drachen erinnern an urtümliche Zeiten, als Ungetüme wie der mächtige Flugdinosaurier Quetzalcoatl die Erde bevölkerten und der Urvogel Archaeopteryx die Lüfte von Pangaea durchzogen. In der Sammlung unseres Naturwissenschaftlers Johann Wolfgang von Goethe, von Haus aus Rechtswissenschaftler, später wendet er sich der Naturwissenschaft und Literatur zu, befinden sich uralte Fossilien. Auf seinen Exkursionen entdeckt er im mesozoischen Kalkstein der Weimarer Platten Knochen vom Waldelefanten, Wollnashorn und Wildpferden. Durch Goethes rege naturwissenschaftliche Forschung, Geologie und Paläontologie, die hatten es ihm angetan, da bietet ihm der Herzog Karl August in 1775 die Ministerstelle für Berg- und Wegebau am Weimarer Hof an. Das hat sein Interesse stark angeregt, die mesozoische Welt in den umliegenden fossilen Kalksteinbrüchen zu erforschen. Er war auch mit dem Naturgelehrten und Hofarzt Samuel Thomas von Sömmering befreundet. Bekannt sind seine Erfindungen eines Himmelsteleskops und galvanischem Telegraphen. Er wusste um Goethes Faible der Naturwissenschaft und sandte ihm 1827 eine Fossilienplatte einer ursinnflutlichen Kreatur zu, aus Eichstätt der Fränkischen Alb. Goethe und sein Forschergenosse, die wundern sich im Briefaustausch über die langen Finger der gefundenen rätselhaften Kreatur, in den Solnhofener Schiefer gepresst. Goethe schreibt an Sömmering: Dieses Geschöpf ist fürwahr, wie mehrere der urweltlichen Tiere, sinnverwirrend. Man weiß nicht gleich, was sie mit ihren Gliedern anfangen sollten. So hier, was der verlängerte Finger soll. Flederechsen galten als Paradoxon, weil sie aus verschiedenen Tierklassen zusammengesetzt schienen. Dass Reptilien auch fliegen konnten, schien kaum vorstellbar. Heute wissen wir, sie hatten einen Flugsaurier, den Urvogel der alten Welt, entdeckt, einen Pterodactylus. Vergangene Geschichten berichten von Heldenkämpfen gegen Ungeheuer, wie die Nibelungen-Drachensaga von Sigurd auf schwedischen Runensteinen. Die Ursprünge der Drachensage mit seinem magischen Tannmantel reichen bis in das heroische Zeitalter der Völkerwanderung zurück. Mit Nibelungen wird in der Sage das Volk der Burgunden bezeichnet, weil es im Besitz des Nibelungenhorts war. Diesen sagenhaften Schatz hatten die Burgunden von Siegfried oder Sigurd übernommen. Der hat ihn wiederum dem Zwergengeschlecht der Nibelungen abgenommen. Den Hort des Nibelung bewachte der Lindwurmdrache Fafnir in einer Höhle im Berg. Von einem Drachen und unterirdischem heidnischen Zeugs berichtet auch der Stiftsarchivar Professor Dr. Röhrig vom Klosterneuburger Stift in Österreich. Die unterirdischen Räume dort, die habe ich erkundet und berichte darüber in meinem Video Rätselhafte Phänomene der Megalith-Donaukultur. Die edle Burgunderprinzessin Kriemhild war Sigurds Frau. Man kann sich gut vorstellen, dass Walter von der Vogelweide, der Troubadour des 11. Jahrhunderts, die spannende Drachensaga von einem Schatz, edlen Damen und mutigen Recken bei Hof als Lied vortrug. Die Kulturen sind voll mit Sagen und Legenden über Drachen.
Da gibt es rätselhafte megalithische Steinbauten, die Dragospita, Drachenhäuser, auf dem kargen griechischen Berg Ochi auf Euböa. In Legenden werden sie mythischen Drachenwesen zugeschrieben. Als wir junge Frauen das antike panhellenistische Heiligtum von Delphi am Korinthischen Golf ersteigen, da sind wir von der wunderschönen grünen Berglandschaft entzückt. Prächtige Bergmassive, die ragen wie Burgen auf. Das endlose Blau des Korinthischen Golfs, die riesige Weide der Olivenhaine von Amphissa, die Atmosphäre des Orakeltempels, das war atemberaubend. In der griechischen Sage ist die Stätte Delphi aus dem Schlamm, der nach dem Ende des goldenen Zeitalters von der Welt übrig blieb, entstanden. Dort gebar die Erdmutter Gaia den geflügelten Drachen Python mit seinen hellseherischen Fähigkeiten. Das UNESCO-Kulturerbe Delphi mit seiner Weisheit diluvianischer vorsinnflutlicher Zeit, das lag in den Händen von Frauen. Seine Priesterinnen verbanden sich mit dem mystischen Ort und orakelten mächtigen Anführern im Namen der Erdgöttin. In der griechischen Legende befragt der phönizische Prinz Kadmos auf der Suche nach seiner geraubten Schwester Europa das Orakel. Das trägt ihm auf, die Suche zu beenden. Das gefällt ihm aber nicht. Auf seiner fortgesetzten Reise kommt er an eine heilsame Quelle. Die ist von einem Drachen bewacht. Den besiegt er im Kampf. Auf Geheiß Athenes, der eulenäugigen Weisheitsgöttin, sät er seine Drachenzähne in die Erde. Aus der Saat erwachsen dann die Spartes, aus der Erde geborene. Gemeinsam mit ihnen gründet er um 1600 BC das mykenische Theben und nimmt Harmonia, die Tochter Aphrodites, und Ares zur Frau. Das griechische Theben war im Altertum mit seiner mykenischen Königsburg Kadmea die führende Macht in Griechenland. Homer nannte sie in seiner Ilias das siebentorig Mächtige. Neue Ausgrabungen von raren babylonischen Rollsiegeln aus Lapislazuli, die bezeugen gute Handelsbeziehungen Thebens auch nach Assyrien, vor allem zum damaligen assyrischen Herrscher Tukulti-Ninurta I. Mit dem handeln sie Salz und das begehrte Eisen. Ein aufgefundener Schmuckskarabäus von der ägyptischen Königin Theye, das zeugt von freundschaftlicher Beziehung zu Ägypten. Zusammen mit dem nachbarschaftlichen Mykene waren sie die wichtigsten Zentren der griechischen Zivilisation. Vor 4000 Jahren waren sie das führende Licht der antiken griechischen Welt. Drachenbezwinger kennt man vom über 5000-jährigen mesopotamischen Gilgamesch-Epos, Sanakba Imuru, der die Tiefe sah. In der verschütteten Bibliothek vom assyrischen König Assurbanipal in Ninive, da findet der englische Archäologe Austin Layard in 1850 unter gefährlichen Umständen in Ton gebrannte Keilschrifttafeln. Die berichten von der Suche des Königs von Uruk, Gilgamesch, nach Unsterblichkeit. In der Götterliste um 2600 BC, da wird er als Gott genannt. Er selbst bezeichnet sich als zu 2/3 göttlich. Das lag daran, dass seine Mutter, eine Traumdeuterin und Wissende der Zukunft, die sumerische Göttin Ninsun war. Sein Vater,
der war der sterbliche sumerische König Lugalbanda. Kinder von dieser Mischverbindung werden als Nephilim bezeichnet, als Riesen, eine Art Halbgötter. In den Qumran-Rollen, dem Buch der Giganten und im Enochschen Buch der Wächter, da werden Gilgamesch und Enkidu, der Sohn des Gottes Enki, als die Riesen vor der Flut erwähnt. Gilgamesch steht auf den weithin sichtbaren, grün leuchtenden Zinnen seiner Stadt Ur. Der glasierte Ziegelton von seinen Mauern, der ist aus Zinnstein. Und er wird in den Bergen, wo die Zypressen wachsen, gegraben. Er hält Ausschau nach Enkidu, dem Urmensch, dem aus Lehm geschaffenem. Mit ihm will er zum schwer zugänglichen Zedernwald der Göttin Inanna aufbrechen und seinen Wächter überwältigen. Die seltenen, gut bewachten Hartholzzedern, die braucht er zum Bau seiner Königsstadt. Gleichzeitig will er sein Recht auf Unsterblichkeit zurückerobern. Der Löwenbezwinger Enkidu kommt zusammen mit seiner hübschen Frau Shamhat, der schön geformten, eine Tempelpriesterin Inannas. Als er dem hochmütigen König das Recht des Beischlafs mit seiner Frau verweigert, fordert ihn Gilgamesch zum Kampf. Doch keiner kann den anderen bezwingen. Mit ihm will er dann zum schwer zugänglichen Zedernwald der Göttin Inanna aufbrechen und dort den Wächter besiegen. Um an die wertvollen Zedern für Gilgamesch Königsstadt zu kommen, legen sie sich mit den mächtigen Göttern an. Sie planen, das Ungeheuer im Zedernwald zu überwältigen. Dieser Humbaba, heldenhaft strahlender, kann leuchtende Lichtglanzstrahlen senden, die bewusstlos machen. Durch seine Strahlen wird Enkidu krank und stirbt. Gilgamesch bemächtigt sich des Kopf des Ungeheuers und bringt es zum Gott Enlil. Der ist gar nicht erfreut und weist auf die 7 Schreckenstrahlen, die noch an ihm haften. Jetzt sucht er seinen Urahn Utnapishtim in Shuruppak, der Stadt der Götter, auf. Den hat der Gott Enki vor der Weltflut gewarnt und geraten, ein besonders dichtes Boot mit Erdpech zu bauen. Er erzählt Gilgamesch, als die Sintflut hereinbrach, saßen die Götter zitternd in ihren Himmelsbarken und beklagten das Schicksal der überfluteten Welt. Ihre schönen Städte und Menschen waren untergegangen. Utnapishtim erzählt ihm auch, wie er Unsterblichkeit erlangen kann. Dazu muss er in die Apsu-Tiefe, dem kosmischen Süßwasserozean, tauchen. In ihm ist die Pflanze der ewigen Jugend. Gilgamesch findet erfolgreich die Lebenspflanze, aber verliert sie wieder an eine Schlange und kehrt unverrichteter Dinge nach Ur zurück. Seine Lebenserfahrung kann ihm niemand nehmen und er wird ein umsichtiger Herrscher in Ur, in Mesopotamien. In den Anden Perus tauchen in 1961 nach einer massiven Überschwemmung in einem Flussbett in Ica uralte Steinartefakte auf. In ihrem Andesit, da ist eine andere Menschenart eingeritzt, die auf Flugsauriern sitzen. In der Patina der harten Andesit-Einritzungen, da haben sich Kristalle gebildet, was ihr hohes Alter bezeugt. Flugsaurier lebten im Mesozoikum vor über 60 Millionen Jahren. Das war lange her und niemand konnte sich vorstellen, dass es da Menschen gab. Doch wissen tun wir das auch nicht. In der Zeit vor dem Inka-Reich
soll der Himmel Perus von fliegenden Menschen erkundet worden sein. In seinen prächtigen Alpaka-Mandastoffen, da hat der Künstler Eleazar Ochoa eine ikonische antike Figur mit Flügeln eingewebt. Ihre Flügel ermöglichten, über die atemberaubende Landschaft der Anden Perus zu fliegen. Sogar die unabdingbaren Taschen der Götter durften nicht fehlen. Diese schwebenden Wesen konnten sich von oben gut an den Nazca-Linien orientieren, den geheimnisvollen Schaubildern in der Atacama-Wüste Perus. Es sieht so aus, als hätte jemand sogar den Berg gekappt, um den 90 Meter langen Kolibri bei Nazca fliegen zu lassen. Das Geheimnis der Geoglyphen auf den heiligen Bergen, den Huacas, die ins Weltkulturerbe aufgenommen sind, das ist Teil der Inka-Zivilisation und Symbol der inspirierenden Andenmythologie aus alter Zeit. Ein wichtiger Spirit der neuseeländischen Maori ist der Drache Taniwha. Der beschützende Tuhirangi, ein Taniwha, schützte durch Tabo heilige Gebiete vor dem Raub ihrer Lebensenergie. In der naturnahen schamanischen Tradition des hawaiianischen Huna, da wirft man dem Drachen das störende, Vitalitätsstockende in den Rachen. Den Drachen sieht man als Schützer und Löser, der das Schwere verdaut. Das maorische Wort Tabo, etwas Schützenswertes, das zog in unseren Kulturkreis durch James Cook in 1777 als Tabu ein. Da gibt es noch die Heiligenlegenden vom Drachentöter Georg, einem griechischen Adligen vom 3. Jahrhundert. In den Apokryphen Gelasianum da steht, dass er eine persische Räuberbande vernichtet hat, die das Land terrorisierte und Opferung von der Bevölkerung forderte. Der Bandenführer nannte sich Nafr, Drache. Viel später, im 12. Jahrhundert, da war der junge, kampferprobte Georg als Drachentöter verehrt. Er stellt sich der tobenden Christenverfolgung vom römischen Kaiser Diokletian entgegen. Er war sein Offizier. Mit dem Georgskreuz und Langlanze, da hält er Einzug in die Heiligenverehrung. St. Georg ist der Schutzheilige von England und das Georgskreuz, das wurde die Flagge Englands. Der Granitfels von Mont Saint-Michel in der Normandie, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das trägt den Namen vom Erzengel Michael, der den Drachen des Himmels auf die Erde stürzte. Der Wallfahrtsberg mit seiner Michaelskapelle auf dem schwer zugänglichen Felsen, das war damals im 7. Jahrhundert in unruhigen Zeiten eine uneinnehmbare Pyramide des Abendlands. Durch seine riesigen Sandbänke und starken Gezeiten war es höchst gefährlich, zu ihm zu gelangen. Da ist noch Maria, die Schützerin der Seelen. Sie wird mit ihrem Fuß als Siegerin symbolisch auf einem Drachenstern dargestellt. In den christlich geprägten Jahrhunderten, da ließ man sich seine Drachenverehrung nicht nehmen. Da war ganz schön was los, was Drachen anbelangte, wo sie doch aus heidnischem Gut entleeren sind. In der tibetischen Chöd-Praxis, was Durchschneiden bedeutet, einer buddhistischen Lösungsmethode von inneren Konflikten und negativen Gefühlen, da praktiziert man die Akzeptanz, den inneren Drachen zu erkennen und anzusehen. Durch sein Erkanntwerden, da löst es sich in Leichtigkeit auf. Man fliegt
mit seiner frei gewordenen, gelösten Leichtigkeit. Von der Buddhistin Zyltrim Alyone: Drachen können nicht einfach übergangen werden. Den Drachen spüren, ihn reiten, das bedeutet die eigene Kraft und Stärke anerkennen, die unter alten Verletzungen verschüttet ist. Durch unseren Mut, diesen inneren Zustand anzusehen, können wir über seine Kraft verfügen. Wenn man zu sich selbst kommt, verwandelt der Drache sich in Schönheit. Als ich vor vielen Jahren in Kiruna-Bergwerk in Finnland war, da erzählte mir ein Inuit von den Legenden seines Volkes, dass vor den großen Kataklysmen in einer Zeit massiver Megalithbauten und fremdartiger Menschen, da wird erzählt von multidimensionalen Drachenwesen. Die gab es wegen der damalig anderen Erdfrequenz. Sie flogen auf den energetischen Erdgitternetzen, den Leylines, auch Drachenlinien genannt. Sie haben nicht aufgehört zu sein, sagte er. Die Menschen haben aufgehört, sie sehen zu können, als das Erdnetzgitter, auf dem sie flogen, sich verändert hat. Die folgende Geschichte Drachenverbündeter im kalten hohen Norden entstanden, die hilft zur Wiederverbündung unserer Drachennatur. Man kann den mächtigen Drachen reiten, mit dem Drachen fliegen, wie im spannenden Avatar-Film mit seinen Navi-Drachenfliegern auf Pandora. Da wird von megalithisch ferner Zeit von Drachenfliegern erzählt. Es erschienen mächtige Echsen am Himmel. Sie kamen aus unwirtlichen Gegenden, in die sich niemand verirrte. Ihre stachelharten Reptilienschwänze, die peitschten riesige Kerben in die Erde und kehrten zu oberst, was darunter lag. Bevor sie sichtbar wurden, hörte man ihr tierisches Schreien, und entsetzt verkroch sich in Keller und Gruben, wem es möglich war. Der junge Thor aus dem Dorf Münwil, der wollte sich einen Namen machen und sich gegen die tobenden Drachen stellen. In langen Nächten lag er wach in der einfachen Unterkunft, erhellt vom flackernden Schein der Feuerkohle. Sie hatten erst die Rundhäuser gebaut, Felder mit Gemüse angelegt. Er wollte es nicht zerstört sehen. Ein Bode war heute stürmisch durch die Siedlungen geritten, er warnte vor dem Näherkommen der mächtigen Ungetüme. Heimlich schleicht er sich aus dem Lager. Sie durften seine Absicht nicht kennen, sie würden ihn zurückhalten. In der Schmiede versorgt er sich mit Schutzplatten vor der Säure und einem Langdolch. Den steckt er in das Gurthalfter an seiner rechten Schienbeinseite. Er wusste, er musste den Drachen reiten, um ihn zu bezwingen. Die einzige Stelle, die einen Drachen lähmte, war auf seinem Kopf zwischen den Schildplatten. Alles ging still, geräuschlos vor sich. Das Geliehene würde er wieder zurückbringen, das war seine Absicht. Durch dichtes Unterholz kämpfte er sich den Weg frei in Richtung der Berge, vor denen der Bode gewarnt hatte. Dort hatten sie ihre Höhlen, in die sie sich vor der Kälte zurückzogen. Manche gingen so tief in die Erde, dass sie von Steinen und Felsbrocken nicht zu unterscheiden waren. Die Abendsonne tauchte hinter dem Horizont wie ein glühend roter Ball in die Erde und färbte die Wolken lila. Die einsetzende Kühle der Nacht ließ die Reptilien erstarren und zwang sie auf die Erde. Das war seine Stunde. Im Schein seiner Fackel, die hatte er aus einem Ast mit Bienenwaben umwunden, wadet er durch den reißenden Fluss. Der trennte ihn noch vom Gebiet der Drachen. Zielgerichtet, in gebückter Haltung,
bewegte sich geradewegs auf die starren, riesenhaften Gebilde zu, die wie Klumpen hingeworfene Erde auf dem nackten Felsen hockten. Sie suchten sich an der Restwärme, die die Steine gespeichert hatten, aufzuwärmen. Jetzt galt es. Mit einem gewagten Satz hechtet er auf den mächtigen Reptilienschwanz von dem vor ihm liegenden Drachenungetüm. Die Haken an seinen Stiefeln greifen in die Panzerplatten. Seltsam still kommt es ihm vor. Er konnte den ausstoßenden Atem des Drachen hören. Immer noch im Schein seiner Fackel klimmt er den Rücken hoch bis zum Hinterhaupt des Drachen. Es war überhaupt nicht schwer. Mit einem Schlag überwältigt er das mächtige Tier. Sofort kippt das Ungetüm um und er rettet sich vor dem massiven Körper mit einem Satz zur Seite, als er eine andere Bewegung wahrnimmt. Der stachelharte Schwanz des Drachen zuckt durch die Luft und schleudert seinen Körper den steilen Felsabhang hinunter. Aus dem Dunkel oberhalb der Steinplatten taucht ein gelbgrünes Auge auf, mit Streifen und Punkten in seiner Iris. Der noch junge Drache liegt angeschmiegt an den Körper eines Älteren, seine pergamentartigen Flügel angezogen. Es war kalt geworden und er wollte nicht erstarren, so wie dies Wesen, das still vor ihm lag. Es hatte einen Schildpanzer, der glänzte silbern und Krallen an den Füßen. Er hatte Lust zu spielen, so stupste den vermeintlichen Spielgefährten an, doch der rührt sich nicht. Da erinnert er sich, was er gesehen hatte, als ein verletzter Drache vom Flug zurückkam. Mit seinen scharfen Zähnen reißt er an seinem Panzer und eine Schuppe gibt nach. Er packt sie mit seinen Reißzähnen und legt sie auf den Kopf des Silberwesens. Doch immer noch rührt sich dieses nicht. Wieder reißt der junge Drache mit seinen spitzen Zähnen an seinem Panzer und wieder fällt eine Schuppe ab. Mit feinster Achtsamkeit schiebt er sie unter die Rüstung, auf die Brust des Silberwesens. Er neigt seinen Kopf und sieht abwartend auf das Silberwesen hinab. Noch einmal zerrt er an seinem Panzer und hält eine Schuppe in seinem Maul, die schiebt er unter die Wirbelsäule des Silberwesens. Jetzt bewegte sich das Silberwesen. Der kleine Drache stupst mit seiner Reptiliennase das Silberwesen an, so dass es einige Meter weit rollte. Thor spürte sein Blut heiß durch seinen Körper fließen. Besonders an Kopf, Brust und Wirbelsäule brannte es höllisch. Er tastet die Stellen ab und bleibt an hartem Schildblatt hängen. Die Schildplatten hatten sich mit seiner Haut bis zum Knochen verbunden und seine lebensgefährlichen Wunden geschlossen. Es blickte gelbgrün mit Streifen und Punkten direkt in seine Augen. Jetzt sieht er die fehlenden Stellen an dem jungen Drachen, da wo vorher Schuppen waren. Er blickt erstaunt an sich hinab. Wieder erhält er einen Stoß von dem kleinen Drachen. Behend, ohne Zögern, wirft er sich herum und landet mit gespreiztem Satz auf dem gepanzerten Rücken des Drachen. Der breitet seine Schwingen aus und fliegt mit schwerem, ledrigem Hall seiner Flügel mit dem Silberwesen auf seinem Rücken der aufgehenden, wärmenden Sonne zu. Unter den Menschen jedoch wird von dem Drachenkrieger erzählt, der mit den Drachen fliegt und seitdem keine Verwüstungen mehr stattfinden. Sicher kennst du auch eine Drachengeschichte. Welche ist das? Und wovon handelt sie? Hat dich die Drachenmythologie inspiriert? Ich freue mich über deine Gedanken und lass einen Daumen da für eine positive Resonanz.